So. Und jetzt platzt der Kopf. Oh. Inspiration. Ich bin so inspiriert gedönscht. Scheiß erzählt. Am Anfang der Sendung. Ja, mit dem Blödsinn. Nein. Also, Design Inspirations. Mhm. Wir haben mal eine Sendung gemacht über Inspiration. Da haben wir darüber debattiert, wovon wir uns beeinflussen lassen. Ne? Was unsere Inspirationen sind. So, ja. Jetzt aber, wenn wir ein bisschen konkreter, jetzt gehen wir mal ins Design. So, dieses Allgemeine, ne, welche Filme einen beeinflusst haben und so weiter, ist ja eine Sache. Aber wie sieht's denn jetzt konkret aus mit dieser Inspiration? Und was würdest du sagen? Hab ich dich verwirrt? Ja, das ist so, wenn mein Sohn ankommt und sagt, Mama, erzähl doch mal eine Geschichte von damals. Und ich so, Gedanken so, und dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Dann lassen wir mal die Leute sprechen. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ja. Bist du ein kreativer Mensch? Wenn ja, woher nimmst du denn deine Inspiration für deine Arbeit? Wir haben Folgendes gesagt. Ich bin kreativ, ich bin Musiker und entsprechend habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht, was kann ich eigentlich tun, damit so das Ideenbuch wieder voll wird. Und bei mir sind das oft Filme. Ich sehe gerne Filme, wo ich schon merke, dass mich dann einfach mal eine andere Sicht auf Entwicklung, auf Geschichte und so weiter interessiert. Und dann kann ich mir das so ein bisschen, kann ich das adaptieren. Ich glaube schon, dass ich kreativ bin. Zumindest fällt mir immer viel Blödsinn ein. Und die Inspiration nehme ich aus meinem Alltag. Also was ich so zwischendurch im Internet lese, auf der Straße sehe, beim Bäcker erlebe, im Supermarkt, auf Reisen, all das inspiriert mich. Und das ist auch meistens, muss ich zugeben, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet, sehr lustig. Aber zunehmend auch Spiele, weil Spiele von der Erzählung immer stärker werden. Also ich finde, vor 10, 15, 20 Jahren gab es zwar tolle Spiele, aber meistens ging es um irgendeine Prinzessin, die irgendwo auf irgendeinem Berg festsitzt und dann kommt irgendein Typ um die Ecke und mit einem Schwert und so weiter. Und das nervt mich natürlich, wenn ich mir eigentlich überlege, hey, Matrix ist ein cooler Film und das einfach erzählerisch einfach nur die Rücklichter sieht davon, ne? So, weil es irgendwie viel besser ist. Aber mittlerweile holen die auf, die Spiele. Und deswegen wird es auch immer interessanter, mal ein Spiel zu spielen, um so ein bisschen kreativen Input zu kriegen. Ja, ich bin ein kreativer Mensch. Wer jetzt gedacht. Und wo ich meine Inspiration hernehme, ja, also viel aus anderen Artists, die ich kenne, auch, muss ich sagen, also oder die ich verfolge. Da kommt wirklich immer viel Inspiration her, auch von guten Freunden in dem Fall. Aber auch natürlich, wo meine Anfangsinspiration herkommt, ist ja ganz klar Videospiele und Filme. Ganz am Anfang war es natürlich auch Anime und Manga, aber da war ich noch sehr klein. Jetzt mittlerweile ist es wirklich, ja doch viel in Richtung Videospiel. Ich habe mich halt irgendwie auch eine Zeit lang sehr viel in Richtung Film bewegt und Animationsfilme und so. Und da war halt Disney natürlich eine sehr große Faszination. Ist es auch immer noch. Ich bin leider viel zu wenig kreativ, wäre gerne kreativer. Bin auch froh, dass ich jetzt Familienvater bin und meine Tochter meine Kreativität ein bisschen ankurbelt. Ja, ich würde echt sagen, immer noch komischerweise beim Spielen werde ich am kreativsten. So. Was ich aber lieber mache, ist halt wirklich diese Concept Arts und Illustrationen und so. Und da gehe ich dann doch lieber mehr in diese, wie gesagt, dystopischen Sachen und mache dann lieber oder Fantasy-Richtung oder Cyberpunk-Kram auch gerne. Und da ist dann doch eher, dass ich da halt eher in Videospielen mittlerweile meine Inspiration habe. So, jetzt sind wir maximal informiert darüber, wie kreativ die Menschen sind und sind wir kreative Menschen. Wir hatten letztes Mal irgendwie über Kunst gesprochen, haben wir gesagt, wir sind Künstlerinnen und Künstler, ja, bei Piranha Bytes. Und und wir lassen uns inspirieren. Das heißt, wir sind kreativ. Wie funktioniert das mit dem Inspirieren, mit dem Kreativ?
Also erstmal, absolut sind wir kreativ und der ganze Beruf ist kreativ und das ist nicht nur das Schöne daran, sondern auch ein Stück weit das Anstrengende. Schwer nachzuvollziehen, ne? Ja, absolut. Wie sagt man dazu, so Aha-Effekt, der war, ich habe ja vorher in der Justiz gearbeitet. Oi. Und die Struktur, die Hierarchie und die Arbeitsweise dort war genau das Gegenteil von dem, wie ich anschließend bei Piranha Bytes gearbeitet habe. Mhm. Es gab ganz strenge Zeiten, also von 8 bis 9 wurde das gemacht. Dann gab es ein Meeting von 9 bis 10. Dann gab es irgendwie 10 Minuten Frühstückspause. Dann gab es irgendwie, und dann musste ich irgendwie um 10 im Hafthaus sein und dann bla und hier und da. Und es gab auch jeden Tag, was wann wie gemacht wurde, also welche Art Meeting durfte an welchem Tag gehalten werden und sowas. Und dann kommst du zu Piranha Bytes und alle so, hey. Ja, ist da hinten da. Ach. Wo geht denn ihr hin? Ja, wir mieten jetzt. Ja, über was denn? Ja, Story. Ja, kann ich mitmachen? Ja, klar. So, gehst du dann irgendwo rein, in irgendeinen Raum, der gerade frei ist, so. Und dann setzen sich alle irgendwie konspirativ hin, so, haben sich was zu fressen, frühstücken erstmal dabei und dann so, komm, lass mal loslegen hier irgendwie, ne? Und dann, ja, wie lange mietet ihr denn? Ja, wissen wir noch nicht. Das ist so Designphase, ne? Das ist so was völlig anderes. Und dann wird erstmal zusammen, gemeinsam etwas erarbeitet. Und das Bemerkenswerte daran ist, beides funktioniert auf seine Weise. Also bei dem einen kam was bei raus, bei dem anderen kommt auch was bei raus. Aber was völlig anderes. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Bei dem einen Murksen, bei dem anderen was Vernünftiges. Oder? Nein. Also es ist beides tatsächlich produktiv, aber auf eine völlig andere Arbeitsweise. Ne? Das ist auch nicht so, dass man immer Typen hat, die immer so funktionieren und Typen, die immer so funktionieren. Das hängt von der Phase ab. Ja. Phase eines Projektes, ne, ob man sich designmäßig irgendwie zusammensetzt und irgendetwas tut oder so. Ein kreativer Prozess kann man nur schlecht erzwingen. Der kommt entweder, ist da und dann sprudelt's und dann funktionieren die Dinge oder man quält sich dadurch und dann, was macht man dann, wenn man keine Inspiration hat? Und beim Design irgendwie Inspiration braucht. Man guckt irgendwelche Filme, man geht einfach mal raus, macht mal einen Tag Pause oder sowas, bis man wieder dahin kommt und sagt, so, jetzt funktioniert das. Hört sich blöd an, ist aber auch wirklich so. Wenn du gezwungen wirst, irgendwelche Dinge zu machen und nachher kommen ja die Menschen und sagen, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Das ist aber nicht mehr so gut, ja, dann liegt's dann daran, dass man vielleicht zu wenig kreative Energie hatte da an der Stelle, so, ne? Das heißt, dass man dann ganz konkret an der Sache irgendwie zu lange rumgemurkst hat oder vielleicht mal einfach Tabula Rasa macht und sagt, mach mal jetzt mal komplett von vorne nochmal oder solche Dinge, ja. Das ist echt nicht so einfach. Designprozesse sind sehr, sehr fragil, ne? Sehr instabil, da kannst du, wenn du nicht in Stimmung bist, das funktioniert dann nicht manchmal so, ne? Kann man machen, da kommen auch manchmal so Mechanismen, Methoden, die man anwendet, so, jetzt muss ich hier diese Methode X anwenden oder so und dann kommt irgendwas dabei raus, aber es macht keinen Spaß oder irgendwas ist das halt, ist echt schwierig. Ne? Was man nicht machen kann, ist einfach sich im leeren weißen Zettel hinsetzen und sagen, so, jetzt fange ich mal an. Das funktioniert nicht. Das ist, also, es gibt Fälle, bei denen dann irgendwann irgendwas auf dem Zettel steht, aber meistens ist das keine besonders effektive und keine besonders gute Methode. Es gibt Menschen, die arbeiten nur so und da kommt dann auch immer irgendwas bei raus, aber es dauert ewig lange, funktioniert schon irgendwie, aber die besondere Idee, ja, die hast du entweder irgendwo im Affekt auf einer Party oder wenn du am Klo sitzt oder was auch immer, wann kommt der Gedankenblitz so, wo du sagst so, das ist doch genial, ja. Manchmal direkt bei der Arbeit so, komm, ich schreibe den Kram einfach auf, ja, warum machen wir es denn nicht so, ist doch viel einfacher. Ja, das ist, das kann man nicht erzwingen, der kommt entweder oder nicht. So, ne? Und inspirieren lassen kann man sich von vielen Sachen, ne? Auch durch Gespräche mit irgendwelchen Menschen, ja. Wenn man andere Spiele spielt, wenn man andere Filme guckt, wenn man Bücher liest oder so, einfach mal rausgeht, sich einen Sumpf anguckt oder einen Wald oder einfach mal, ne, mit seinem Hund spielen geht oder irgendwie sowas draußen oder irgendwie sowas. Ja, das ist halt schon, Design ist eine Sache, man muss sich damit beschäftigen, ne, gedanklich. Manchmal liege ich nachts im Bett und denke über Dinge nach und arbeite. Ist wirklich so, ja. Wie kann das denn sein? Da kommt mir eine Idee, dann so, denke, Mensch, verdammt, das ist doch total einfach. Penne dann ein, stehe am nächsten Tag auf, fahr zur Arbeit, trink mal Kaffee, wie war das nochmal? Ah ja, sicher, klar, hab ich das und das, da brauchen wir nicht mal aufschreiben. Manchmal sind die so einfach, die Dinge, die einem so einfallen, ne? Aber man muss sich inspirieren lassen.
Wichtig an der ganzen Geschichte ist, was ist denn gut am Ende? Was ist denn ein gutes Design? Wir Piranhas stehen auf den Standpunkt, das Allerwichtigste, klingt trivial, ist aber das Spiel, das was nachher dabei rauskommt, das muss Spaß machen. Wenn man alle möglichen Methoden angewandt hat, ja, die man so erlernt hat, über die Jahre, über die Jahrzehnte, muss man sagen, mittlerweile so, ja, muss man trotzdem am Ende sich angucken, was man gemacht hat und immer wieder testen, selber spielen und machen und so. Und sich immer wieder die Frage stellen, was würde denn ein Spieler jetzt gerne wollen an der Stelle? So. Oder was würde ich wollen, wenn ich der Spieler wäre? Und nicht meine Arbeit nur sehen, sondern wirklich zu gucken, was hat denn jetzt hier Spaß gemacht und was nicht? Ja? Jetzt muss ich mich da durchwühlen, durch die Horden von irgendwas, so repetitiven Kram, ständig immer dasselbe machen. Das muss man aufbrechen oder weniger davon machen oder was auch immer. Da muss man ein bisschen... also wann fängt es an zu nerven, ein Spiel? Wann ist es frustrierend? Solche Dinge, ja. Die kannst du bei der Designphase gar nicht sehen. Da lässt du dich einfach nur inspirieren von irgendwelchen Dingen und schreibst sie dann hin und denkst dir so, okay, du nimmst alte Hergebrachtes, lässt dich beeinflussen von etwas völlig Neuem, was du vorher vielleicht noch nie ausprobiert hast, ja. Wo jeder so sagen wird, funktioniert da sowieso nicht, die Scheiße, habe ich sehr, sehr häufig. Und wenn man es dann erarbeitet und dann tatsächlich gemeinschaftlich dann irgendwie zu einer Sache macht, so, dann funktioniert es vielleicht dann trotzdem. Aber du brauchst immer eine Inspiration. Irgendwo. Ne? Eine meiner Lieblingsideen von diesem Konstrukt ist etwas, was du sehr häufig gesagt hattest. Was ist eine originelle Idee? Ja. 2 Dinge, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, miteinander zu verbinden. Genau. Und das funktioniert echt super. Ist uns jetzt die Woche noch begegnet mit diesem Spiel. Einige von euch haben es vielleicht auch schon gespielt. Kann man nur zu zweit spielen und heißt It Takes Two. It Takes Two, genau. Das war ziemlich cool. Wir kannten das Spiel nicht irgendwie, haben uns das angeguckt so. Und dann sind da Eltern irgendwie, die sich irgendwie an der Haare kriegen und nicht richtig gut verstehen. Und so ein Mädchen ist dann so traurig und die Tochter ist am Weinen. Und hat Schiss, dass die Eltern sich trennen. Ja, und das ist alles irgendwie erstmal traurig so und dann hat die irgendwie so 2 Püppchen und weint ihre Tränen auf diese beiden Püppchen. Ziemlich cool. Und dann wandern die Eltern, also die wandern quasi in diese Puppen rein und sind dann diese Puppen und müssen zusammen klarkommen. Und das werden dazu gezwungen, sich wieder anzunähern, also den Streit beiseite zu legen und dann, ich finde, diese Idee ist so genial. Das heißt von einem Familiendrama so, ne, irgendwie zu so einem kleinen Puppen-Koop-Plattformer, kann man sagen, mit unterschiedlichen Features, die dann kommen und so, und dann, das ist sehr spannend gemacht so. Ja. Aber diese Grundidee, ja, das ist genial. Originell. Das ist originell. Genau. So, ja, das casht einen sofort. Mensch, wie genial ist denn die Idee? So, ja. Das ist eine originelle Idee. Oder was ich immer gerne sage, die originelle Idee, wir werden immer gefragt, was war denn bei Gothic die Grundidee oder die Dinge, die man zusammengefügt hat, damit es irgendwie was Besonderes ist. Ja, Escape from New York, das ist die Klapperschlange mit Kurt Russell, ja. Ja, ich sag's immer wieder, ist aber so. Du kommst in den Knast und kommst nicht wieder raus, so, ne, in Manhattan Island, so, kennt ihr vielleicht, das ist so eine ganz alte Kamelle aus den 80ern, und Herr der Ringe tut die zusammen, so, und dann kommt da Gothic bei raus, so von der Grundidee her. Du wirst in den Knast geschmissen, kommst nicht wieder raus, in einer Fantasy-Welt, nur Knastrologen und so weiter. Das ist die Grundidee. Das ist dann so, ist das originell oder nicht, das könnt ihr entscheiden, aber mein Dafürhalten war das so die Grundidee, und das sind 2 Dinge, die miteinander nichts zu tun haben. Oder Club der Toten Dichter und Herr der Ringe, tut die zusammen, da sage ich auch immer, dann kommt Harry Potter bei raus, könnt ihr auch drüber denken, was ihr wollt. So, für mich war es das irgendwie, dieses Internatgedöns mit Lehrern und so weiter. Ich fand das genial mit dem Fantasy-Aspekt, ne, das fand ich originell und darum mochte ich das. So, weil ich beide Dinge mochte und die Verbindung von beiden fand ich genial. So, da gibt's noch mehr, ne, Beispiele und kann man auch immer noch irgendwie sich überlegen oder so, was hat mich denn letztens irgendwann abgeholt, was kam mir daran bekannt vor und welche 2 Dinge wurden da miteinander verbunden, manchmal sogar 3, ne? Also das ist manchmal ist so eine Designentscheidung nur eine Verbindung von Dingen, die man schon kennt. Meistens sogar. Ja. Also das heißt irgendwie, wenn man sich daran heimelig fühlt und es trotzdem was Neues ist, dann finden viele Leute es meistens gut. Ja. Ne? Wenn es völlig fremdartig ist es meist zu viel.
Und wenn es zu sehr etwas schon Bekanntes ist, dann ist es nicht so gut wie das andere. Das ist halt dann schwierig und eine andere Herausforderung, aber ja. Ja. Früher gab's ja diese Zeichentrickfilme von Disney. Irgendwann haben die das als Realfilm umgesetzt. Da hat man gesagt, Comic, Look mit realen Personen. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Das war irgendwann in den 80er war das. Das funktioniert aber nicht so gut. Das war wieder Zeichentrick. Heute gibt's das Marvel-Universum, MCU. Das ist völlig normal. Das ist aus den komischen Groschen-Comics, die man damals hatte, sind dann reale Schauspieler mit, hast du nicht gesehen, kann man sich gar nicht mehr wegdenken. Gibt's heute halt so. Ist völlig normal. Aber sind halt zwei Sachen, ne, die eigentlich so augenscheinlich nichts miteinander zu tun haben. Und irgendwann etabliert sich daraus tatsächlich eine originelle Sache. Ja. Gibt's da noch blöde Ideen? Steht da. Ja. Wir haben auch manchmal blöde Ideen, das stimmt, ja, das gehen halt die Pferde mit uns durch, so, ja, aber da ist meistens so, was ist eine blöde Idee? Also ich versuch mal eine Sache, die es nicht in die Sendung geschafft hat, ja? In die Sendung. Ja, also Höhlenmenschen haben es nicht ins Universum von Elex geschafft, obwohl sie eigentlich, ja, vom Grundsätzlichen her vom Grundprinzip her gepasst haben, weil der Arbeitstitel von Elex, ja, war Evolution, Evolution. Das heißt, vom Höhlenmenschen bis hin zum futuristischen Stormtrooper. So, das war die Grundidee. Einmal einen kompletten Abriss machen über die Epochen der Menschheit, so, ja. Und da fängt man am besten ganz unten an, irgendwo und dann wirklich bei den Halbaffen oder bei den Höhlenmenschen im Grunde genommen. Das hat aber aus diversen Gründen nicht funktioniert, weil man dort halt eher davon ausgeht, dass die nicht besonders zivilisiert sind. Das heißt, unser Grundprinzip, du kommst in ein Lager und musst dich irgendwie der Lager anschließen und hin und her, hat nicht wirklich funktioniert. Und mit Keulen, ja, und Knüppeln gegen die Sturmtruppen ging nicht. Dann Rüstungen, wie sollen die aussehen? Man kann die nicht wirklich ernst nehmen. Es war zu extrem. Das hat man mir dann irgendwann gesagt, nee, das kannst du so nicht machen. Mittelalter gegen postapokalyptische Krieger, gegen futuristische Krieger fanden viele auch schon extrem und cheesy, ja. Nur bei Fantasy Kämpfern kann man immer noch die Magie zugrunde legen. Das heißt, das sind dann magische Kampfmagier, wenn du so willst. So, das konnten die Leute sich noch vorstellen. Aber Höhlenmenschen war dann zu weit weg. So, das war eine blöde Idee, kann man sagen. So, ne? Kann man sicherlich auch irgendwie umsetzen. Ja, kann man bestimmt auch irgendwie hinkriegen. Gibt ein paar Leute, die irgendwie völlig degeneriert sind, seit dem Meteor runtergekommen ist und so weiter. Klar, aber es muss auch irgendwie dann passen. So. Ne? Aber es war eine blöde Idee, würde ich jetzt mal so sagen, die ich da hatte an der Stelle, die mir das Team dann um die Ohren gehauen hat. Und auch zu Recht, muss man sagen. Glücklicherweise ist es ja so, wenn man irgendwelche Ideen hat, dass meistens die anderen dann auch nochmal drüber gucken und dann sagen, ja, aber wie willst du das denn umsetzen? Das geht doch gar nicht. Oder ist super aufwendig für den Ertrag dann irgendwie. Und dann muss man nochmal überlegen, ob sich das wirklich lohnt oder ob man seine Arbeitszeit nicht lieber in irgendwelche schönen Quests rein investiert, das Spieler einfach mehr von hat. Gut, hast du eine Community-Frage? Ja. Ja, also ich lese mal vor. Da muss man ein bisschen aufpassen bei der Beantwortung dieser Frage. Die ist nämlich ziemlich konkret. Ich frage mal Folgendes, also hier. Könntet ihr euch vorstellen oder habt ihr euch bereits mal vorgestellt, ein Ende ohne Happy End für einen eurer Titel zu kreieren? Das Gefühl, dass scheinbar alle Bemühungen und Anstrengungen umsonst gewesen sind, das muss auch ziemlich mies sein, schreibt hier einer. Und dann habe ich mir gleich dahinter eine Notiz gemacht, was man darauf antworten könnte. Denn, um das kurz sagen, wir wollen ja jetzt nicht spoilern. Und deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie man diese Frage beantwortet. Aber ich würde sagen, man kann antworten mit Extremen. Man kann vor allem antworten mit Beispielen aus anderen Spielen. Ja. Es gibt ein paar Beispiele, ja, wo man das Buch so laut zugeschlagen hat, dass es auch wirklich jeder gehört hat. Ja. Und zwar Mass Effect. Ja.
ohne zu spoilern, aber das Ende von Mass Effect hat für sehr kontroverse Diskussionen geführt. Und mich wirft genau diese Frage auf, ne? Mass Effect 3. Ja. Und das heißt, nach dieser Trilogie von Mass Effect hatten die halt ein Ende gewählt, wo nicht unbedingt jeder mit einverstanden war. Da gab es eine riesen Petition und hin und her und dies und das. Ja, das ist natürlich eine Sache, da kreiert man natürlich Aufmerksamkeit auf der einen Seite. Es gibt Menschen, die finden einen dann mutig und feiern einen für sowas, ja, wo man sagt irgendwie, boah, das ist aber jetzt mal mutig. Und es gibt aber auch auf der anderen Seite sehr viele Menschen, die sind dann enttäuscht. Ja. Alles kaputt zu machen, finde ich persönlich auch nicht besonders originell. Das ist relativ einfach, ne? Den Zuschauer zu schocken, indem man einfach alles am Ende tötet oder zerstört. Die Frage, die man sich dann stellen muss, ist das cool? Ja. Macht das Spaß? Ist das, womit ich den Spieler jetzt am Ende entlassen möchte, gefühlsmäßig? Und es gibt wenige Beispiele, bei denen ich sowas auch gespielt habe, wo ich dann, das ist so ein Spiel, das spiele ich nie wieder. Ich persönlich jetzt. Ne? Und wenn ich das teilweise vorher gewusst hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nie angefasst. Da muss man vorsichtig mit sein. Man kann den Spieler schon schocken, man kann ihm auch die Wahl lassen, oder man kann es bleiben lassen. Ne, das ist vielleicht auch ein Stück weit Geschmackssache, aber man muss sich dessen bewusst sein, was man damit anrichtet. Das ist das, was ich denke. Ja. Also so, damit fährt man auf jeden Fall sehr viele Menschen sauer. Ja. Und das ist, dessen muss man sich bewusst sein. Klar denken wir über solche Dinge nach. Ne? Wenn wir ein Spiel mit Konsequenzen machen, dann heißt es so, ja, dann muss es aber auch so sein, dass es dem Spieler dann wehtut am Ende des Tages, dass er merkt, dass er da eine Wahl getroffen hat oder sowas, ja. Aber man darf dabei nicht vergessen, ja, dass man damit halt Menschen, ja, verärgern kann, so, ne? Und in diesem Strudel, ja, der Möglichkeiten, die wir haben, bewegen wir uns und, ja, was wir da jetzt gemacht haben am Ende des Tages, ihr werdet es ja sehen. Ja, was ist originell, was ist nicht originell. Ne? Das ist halt wir sitzen die alle da und haben Angst. Ja, ist halt, ne? ist schon was Besonderes, klar. Ne? Aber ich habe einfach die Meinung, vertrete ich, dass vor Corona es sehr viele Dystopien gab, ja. Sehr viel miese Enden, weil wohl offensichtlich die ganzen Künstler und Künstlerinnen dieser Welt der Meinung waren, wir müssen jetzt noch extremer und noch mehr einen draufsetzen. Und da gab es eine riesen Zerstörungswelle, die durch die ganzen Novels und was weiß ich, Serien und so weiter gegangen ist. Ihr könnt euch das angucken, ihr wisst, was ich meine. Oder vielleicht auch nicht, weil ihr was anderes geguckt habt in eurer Bubble. Aber das war so meine Wahrnehmung und ich fand das doof in den meisten Fällen. Ne, nicht immer, aber in den meisten Fällen fand ich es doof. Und ich erhoffe mir, dass im Zuge dieser ganzen Corona-Krise, in der wir gerade sind, dass die Menschen auch mal wieder ein paar mehr schönere Geschichten erzählen. Dass der Anteil, der am Ende ist alles am Arsch, weniger wird. Ich glaube, das ist auch eine Riesenherausforderung und viel schwerer, ein intelligentes, pfiffiges, gutes Ende zu schreiben, als ein schlechtes, weil die schlechten, die hat man halt länger an Erinnerung in der Regel. Und darum ist die Herausforderung bei den Happy Ends, die so zu schreiben, dass sie einem trotzdem in Erinnerung bleiben. Und das ist dann auch, ja, Kunst. Ja. Jetzt haben wir uns aber ganz schön, ne? So, das ist unsere Meinung. So, und ihr könnt anderer Meinung sein, ihr könnt uns gerne da unten berichtigen, ja? Unter unseren Kommentaren. Schreibt mal, was ihr so denkt. Das interessiert uns brennend. Und ja, wir sehen uns hoffentlich wieder hier nächste Woche, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Irgendwann verbrennt uns noch mal die Fresse, ne? Oder? Ach, ja. Bleibt ja auf der Zunge.